Hi Leute! Vor einer ganzen Weile habe ich euch ja ein Video darüber gemacht, wie ihr Skyrim kanonisch spielen könnt. Oder zumindest was meiner Meinung nach der Kanon von Skyrim ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das super gerne noch anschauen. Damals bin ich davon ausgegangen, dass das Drachenblut einfach alle Quests abschließt. Das sorgt dann dafür, dass es sich den Gefährten anschließt und dort auch Werwolf wird. Daraus habe ich dann gefolgert, dass es sich nicht den Vampiren anschließt, sondern der Dämmerwacht, weil ich dachte, dass es ja nicht gleichzeitig möglich ist, Vampir und Werwolf zu sein. Mittlerweile sind mir allerdings einige Problemchen dabei aufgefallen und da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. Zum einen gehört natürlich zu allen Quests auch die Quest, die einen vom Werwolfsfluch heilt. Und zum anderen ist es auch Quatsch. Man kann zwar nicht im gleichen Moment Werwolf und Vampir sein, aber immerhin gleichzeitig Chef der Gefährten und der Werwölfe. Und da hat mich ein Kommentar draufgebracht, den ich unter das Kanon-Video bekommen habe. Man kann sich ja den Gefährten anschließen, Farkas und Wilkas heilen, sich dann selbst heilen und sich dann immer noch von Aela zurück in einen Werwolf verwandeln lassen und ihre Quests der Totemjagd machen und sich dann immer noch den Vampiren anschließen. Wenn man sich als Werwolf den Vampiren anschließen will, ist man zwar erstmal kein Werwolf mehr, das lässt sich ja aber wieder ändern, wie gerade gesagt. Und wenn man Werwolf ist, kann einen Serana immer wieder zum Vampir verwandeln. Das bedeutet nun erstmal, dass die Dämmerwacht nicht zwingend Kanon ist, sondern dass einfach beides geht, Vampire und Dämmerwacht. Jetzt ist es aber auch so, dass das sich den Vampiren anschließen viel besser in den Kanon-Run passen würde, würde ich sagen. Zum einen würde es jetzt viel besser passen, Paarthurnax zu töten und Anführer der Drachen zu werden. Das Drachenblut will einfach so viel Macht wie möglich erlangen. Und das zweite Argument, das Hauptargument ist, dass es jetzt keine Moralprobleme oder Unterschiede mit den dädrischen Fürsten mehr gibt. Die Vampire zu bekämpfen, hätte nämlich geheißen, sich gegen Molag Bal zu stellen. Obwohl man im gleichen Atemzug seinen Streitkolben kriegen kann. Als Anführer der Vampire kann man nun entspannt zum Champion aller Daedra-Fürsten werden. Das würde dann auch bedeuten, dass man sich im Zuge des Kampfes gegen Miraak auf Solstheim dazu entscheidet, Hermaeus Moras neuer Diener zu werden. Auf jeden Fall ergibt es zumindest für mich so sehr viel mehr Sinn und ist in sich auch schlüssiger, wenn sich das Drachenblut den Vampiren anschließt, während es gleichzeitig Herold der Gefährten und Werwolf ist. Und mit diesem Gedanken würde ich mich mal wieder verabschieden und bis zum nächsten Video.